Alrighty then, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes It Fit mit mir und Basti. Und wir sind, wie ihr vielleicht erkennt, ihr seht es natürlich unten nicht durch die Cam, aber wir sind auf Server W50. Ich frage mich aber auch gerade, warum. Eigentlich könnte ich das doch so machen, oder? Dann sieht man das wenigstens. Ich lasse es mal so, wir sind auf Server W50 und wir wollen wieder mal eine kleine Serveranalyse nur machen und vor allem den Gildenvergleich. Also hier liegt der Gildenvergleich im Fokus. Ich habe vor einem Monat circa eine genauere Analyse der Top 200 Spieler gemacht. Das mache ich jetzt nicht. Wir gehen gleich natürlich trotzdem durch die Ehrenhalle. Eine Players to Watch kommt jetzt hier auch nicht. Die kommt später. Ja, wenn ihr Bock auf Players to Watch W50 habt, dann lasst da mal 1 oder 2 Likes mehr da. Meist in den nächsten 2 Wochen. Ja. Aber hier, wie gesagt, kurz mal nur durch die Ehrenhalle geguckt und vor allen Dingen fokussiert auf die Gilden dann im Gildenvergleich. Den habe ich nämlich vorbereitet. Also auf Rang 1 ist im Moment Pikachu von der Ehre als Druide. Und er hat das Level Battle mit Mystic Grimm. Ja, das waren natürlich auch Top-Spieler schon in der letzten Analyse. Da hat man es genauer gesehen. Aber auch von den Stats her waren die sehr weit oben gewesen. Dann haben wir Kriegerherz als Krieger, weiterhin sehr weit oben dabei. Abruzzi als Druide nur knapp hinterher. Zombie als Berserker, auch auf 409. Astro als Scout 410 und einige weitere Spieler über Level 400. Wir sehen hier unten auch Universe noch, auch 408 an dieser Stelle. Und hat das Ziel, okay, interessant. Manche ändern ja jetzt ihre Dungeon Politik aufgrund der Erfahrungen, die gemacht wurden. Cedar als Magier, Juri Georgson, noch nicht über 400, aber immerhin auch 395. Orestes als Assassine auch 400 erreicht, da muss ich glatt mal gucken. Ja, Mace war schon 400 gewesen, Mace 406, ich glaube, der hatte auch einen Rekord damals bekommen. Trotzdem mal schauen, ob es noch einen aktuellen Rekord gibt. Da habe ich nämlich jetzt nicht nachgeguckt auf W50. Sorry dafür, dass ich da jetzt mal kurz noch mal reingucke. Record Announce, In-Game. Wann habe ich das Video gemacht? Da muss ich noch mal ein bisschen hochscrollen. Genau, Mace hatte den Rekord für Level 400 als Assassine geschafft. Morswin hat den 400er Rekord geknackt als Battle Mage. Morswin wahrscheinlich auch hier oben, genau. 404 ist er jetzt schon. Auch der stärkste Battle Mage hier auf dem Server. Ne, das war's. Okay. Ja, gut. Vielleicht könnten einige Spieler hier auf diesem Server den Level 500 Rekord auch knacken. In einigen Klassen ist es definitiv denkbar, ja. Also wir haben aber trotzdem eben wirklich auch viele Spieler schon über 400 auf dem Server. Ja, und klassentechnisch wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Wir haben hier unten noch ein paar Krieger, wir haben Battle Mages dabei, wir haben hier Assassinen dabei, Kundschafter, auch Druiden sind immer mal auch drin. Also sehr, sehr ausgeglichen. Magier haben's. Aber hier kommen auch noch ein paar Magier. Also ich kann noch nicht mal sagen, dass die Magier... Ist ganz schwierig einzuschätzen, welche Klasse hier die schlechteste ist. Also nach dem Dämonenjäger, der sich hier mit APR auf 398 hält. Wir haben ja letztes Mal gesehen, nur 4 Spieler in den Top 200 waren überhaupt Dämonenjäger. Und wenn wir jetzt runterscrollen, haben wir hier noch einen zweiten, haben wir hier den dritten. Den 4. Es sind weiterhin 4, aber es kommt doch so schnell keiner nach, wie es aussieht. Na ja, der vielleicht. Beim nächsten Mal immerhin bei Crit Happens ja drin. Also das ist so, dass auf diesem Server die Klassen wirklich sehr, sehr stark ausbalanciert sind in der bei den Top-Spielern in der Ehrenhalle. Klar, also die höchsten Level haben halt die Berserker, aber ansonsten sind die jetzt nicht überpressured hier auf dem Server vertreten. Also das ist ganz geil. Das macht den Server auch so ein bisschen aus. Und wir werden auch gleich sehen, dass im Gildenvergleich das halt auch wirklich mega gut ist. Also der Server eignet sich nicht unbedingt als Aufholserver. Also nicht, wenn man gewisse Ziele hat. Aber von der Aktivität natürlich schon. Und da wollen wir auch gleich mal rübergehen in den Gildenvergleich. Und so... Leer. Nein, ist nicht leer. Ich muss nur hochscrollen.
machen wir mal. Also, Top 21 der Gilden sind es. Black Claw ist die einzige Gilde, die vom Level her keinen Fortschritt gemacht hat. Haben sogar einen Rückschritt gemacht. Also hier ist klar, hier sind wahrscheinlich Spieler gelieft oder so. Wenn jemand die Story dazu hat, zu der Geschichte von Black Claw, sie waren beim letzten Mal nämlich auch nicht 21, sie waren fast in den Top 15 vom Level. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde ich mich freuen. Es gibt natürlich weitere Gilden, die von der Durchschnittsstufe nicht weit weg sind, die sind aber im Moment nicht besser als Black Claw. Deshalb lassen wir Black Claw auch drin und ich würde Black Claw auch nicht rauslöschen, zwingenderweise, es sei denn, es geht weiterhin bergab. Immerhin bei der Ritterhalle haben sie ein Plus in dem Monat jetzt vernommen. Also es sind 1 Monat und 2 Tage ungefähr jetzt hier, dieser Unterschied. Deshalb sind sie im Moment noch Top 21, Tendenz natürlich eher Top 25. Und ich hoffe natürlich, dass sie sich gefangen haben, egal was da passiert ist. Gehen wir mal höher. Moha Power kommt als nächstes. Moha Power hat 5 Level gemacht, von 330 im Schnitt auf 335. Auch 17 Ritterhallenpunkte, Upgrades bekommen. Tatsächlich ist es jetzt auch nicht so eine starke Leistung. Das ist die zweitschwächste Leistung overall. Auch die sind ein bisschen abgerutscht. Natürlich haben sie einen Vorsprung vor Black Claw, sind auch in der Ehrenhalle, wenn wir sehen, vor Black Claw. Aber dennoch aufpassen, das sind jetzt nicht so die Top-Werte. Ja? Also wir werden gleich andere Werte sehen. Da läuft man Gefahr abzurutschen. Da muss man schauen, dass man alles dafür tut, aktiv dabei zu sein oder zu bleiben, ja. Kommen wir zur Party Lounge. Party Lounge war letztes Mal 21. Platz. Wir sehen, sie hatten auch ein Durchschnittslevel von 327, sind jetzt auf 336 hoch, haben damit 9 Level im Schnitt gemacht und wir sehen, es ist grün markiert. Das ist der dritthöchste Wert im Levelvergleich innerhalb eines Monats im Schnitt auf W50. Deshalb grün. Sie haben 35 Ritterhallenpunkte geschafft, was in Ordnung ist. Es war jetzt auch kein Topwert, aber immerhin schon doppelt so viel wie die anderen beiden Teams. Ne? Also damit haben sie sich etabliert. Es war ja die Frage, werden sie sich etablieren können? Sie haben sich etabliert. Sie sind in die Top 19 gerutscht, also Top 20 Grenze überschritten. Und wenn es weiterhin natürlich so läuft, dann, ja, mal gucken, wo die Reise dann auch hinführt. Ne? Also gerade vom Level her wirklich eine sehr, sehr starke Leistung von der Party Lounge in diesem Zeitraum. Damit liegen sie gleich auf mit Prophecy. The Prophecy waren beim letzten Mal von mir angezählt worden. Da gab es aber eine Geschichte dazu, dass natürlich Spieler aufgehört haben oder gelebt sind. Und dann gab es anscheinend eine Gildenfusion, einen Zusammenschluss mit einer anderen Gilde, die eben auch geschwächelt hat. Und damit haben sie sich gefangen und man sieht es auch. Sie haben 8 Level geschafft. Sie haben vor allen Dingen, also ich glaube beim letzten Mal sie waren bei 688 Ritterhallenpunkten. Ich glaube, da waren nur 46 Leute in der Gilde. Haben jetzt natürlich einen großen Plus in der Ritterhallenpunktzahl geschafft. Mit 789 sind 101 Ritterhallenpunkte. Das ist das Max, also der Top-Wert dieses Zeitraums. Keine andere Gilde hat mehr geschafft. Es ist natürlich auch klar, dass aufgrund neu hinzugekommener Spieler dann die Ritterhalle nochmal ein ordentliches Upgrade kriegt. Trotzdem heißt es aber auch, dass die anderen Spieler ihre Ritterhalle gut gelevelt haben, sonst wäre diese 101 auch nicht möglich gewesen. Also, The Prophecy hat sich gefangen, GZ, das geht jetzt raus an Black Claw, man kann sich definitiv fangen und dann kann man auch wieder angreifen und der Wert auch im Level ist ja auch nicht schlecht. Also, neue Spieler heißt ja nicht, dass das Level besser wird im Schnitt, vielleicht werden ja schwächere Spieler vom Level hinzugenommen. Trotzdem haben sie dort auch einen sehr guten Wert. Also sie hatten eine richtig gute Zeit jetzt und deshalb jetzt auch auf jeden Fall in den Top 18. Ja. Dann gibt es einen kleinen Abstand. Gentleman's Club. Gentleman's Club hat ein Level von 342 im Schnitt, also die liegen dann schon ein Stück weit über dem Rest, den wir bisher gesehen haben. Haben 7 Level im Schnitt geschafft. Bei denen sieht die Ritterhalle nicht so top aus. Ich vermute, dass es auch Spielerwechsel gab und dass die neuen Spieler vielleicht nicht so eine gute Ritterhalle hatten. Das heißt, ich denke schon, dass die Gilde sich hält. Ja, ich zähle sie nicht an. Und ich erwarte dann in der nächsten Woche auf jeden Fall ein Upgrade. Man muss fairerweise sagen, sie hatten jetzt auch mehr als die anderen zuvor von der Ritterhalle. Und wenn man mehr hat, ist es schwieriger, mehr zu machen. Dennoch muss da mehr kommen, wenn man sich auch halten will, weil wenn die Ritterhalle nicht gepusht wird,
dann verliert man irgendwo dann auch natürlich bei den Steinen, ne, an Werten. Und damit kann man natürlich auch in der Ehrenhalle verlieren in Kämpfen. Also muss man sich mal angucken. Die Gilden-Ehrenhalle werden wir uns ja auch nochmal ansehen. Rein vom Level her im Schnitt sind sie aktuell noch 17. Platz und ja, haben auch, sage ich mal, schon Plätze verloren. Explosion. Sind explodiert im Level von 333 auf 343. Damit zweitbester Wert, der möglich ist in diesem Zeitraum. Also richtig gut. In der Ritterhalle sind es auch über 800 Punkte gekommen, haben 29 Punkte geschafft. Das ist okay. Ja, 35 haben wir bei Party Lounge gesehen. Also die haben beide gut losgelegt, die Teams. In der Ritterhalle muss man ja auch fairerweise sagen, ja, also im Schnitt, wenn man 800 Ritterhallenpunkte hat durch 50 Leute, dann, also die ist ja im Schnitt dann schon über 15 bei jedem, ne? 50 mal 15 sind 750. Es dauert natürlich auch, eine Festung muss ja erstmal ausbauen. Wenn da nicht geskippt wird, ist es klar, dass die Ritterhalle jetzt nicht immer Richtung 100 gehen kann, ja. Deshalb ist der Wert okay bei beiden Teams und Explosion hat aber natürlich den Vorteil, dass sie schon bessere Startwerte hatten. Und damit sind sie jetzt schon fast in den Top 15 drin. Also das ist auch ganz interessant. Und wir sehen, der Abstand ist nicht sehr groß. 15. Platz im Moment, Goodfellas. Gleiches Level. Sie haben 7 Level in der Woche geschafft. Das ist auch in der Woche, in dem Monat. Sind von 791 auf 804 Ritterhallenpunkte, also auch über 800. Aber nur 13 im Vergleich zu Explosion und auch Party Lounge und natürlich Prophecy. Dann doch ein bisschen zu wenig aus meinem Verständnis heraus. Es sei denn, es kann natürlich sein, dass im nächsten Zeitabschnitt der Wert dann wieder höher ist, weil es gerade wirklich zeitlich ein bisschen doof ist. Dennoch, Goodfellas, aufpassen. Ihr habt eine gute Ausgangsposition gehabt und also das ist hier gefährlich, ja. Also hier kommen Teams definitiv nach. Haltet euch da auf Stand, ja, wenn ihr den Platz nicht verlieren wollt. Wuselbande ist knapp 2 Level drüber, aber sieht bei denen aber im Moment auch recht gut aus. Also sie hatten auch 336 wie Goodfellas, haben 2 Level mehr gemacht, sind damit im drittbesten Wert dieses Zeitraums dabei. Auch sie sind über 800 Ritterhallenpunkte gekommen, haben aber eben 25 geschafft. Also ähnlich gut wie Explosion der Zeitraum. Wuselbande hat sich damit definitiv mehr als gefestigt in den Top 15 und werden so schnell davon wahrscheinlich nicht rausgelockt werden können. Dann kommen wir zum Narrenturm. Hier gibt es jetzt wieder einen deutlichen Abstand. Ne? 21, 20, 19, 18. 13. Platz sind sie im Moment. Sie hatten schon deutlichen Vorsprung. Also hier gibt es auf jeden Fall zwischen Platz 13 und 14 eine große Lücke nach wie vor. Die gab es auch schon beim letzten Mal. Die ist ähnlich. Denn Narrenturm hat auch guten Zeit gehabt. Sie haben 8 Level geschafft auf 353. Sie sind auf 865 Ritterhallenpunkte hochgeschossen, haben 43 Ritterhallenpunkte also geschafft. Im Vergleich zum letzten Mal hatten ja schon 822. Also das heißt, diese Lücke hier ist nach wie vor da zwischen Platz 13 und Platz 14. Im Gildenvergleich auf W50. Ja, eine ordentliche Lücke. Also da muss schon einiges passieren, dass dann tatsächlich mal eine Gilde vorrücken kann. Aber es ist auch gut zu wissen für die, für Wuselbande zum Beispiel, dass die Lücke halt nicht jetzt größer geworden ist. Also klar, doch, bei der Ritterhalle schon, aber immerhin vom Level nicht. Das heißt, man kann noch hoffen, dass da auch vielleicht langfristig noch ein bisschen was geht. Also Narrenturm festigt da 13. Platz. Und ja, sie stehen wirklich immer so ein bisschen alleine da. Sie standen da auch schon alleine da. Beim letzten Mal ganz alleine. Jetzt sind sie aber ein bisschen rangerutscht. Savari Lego hat zwar 357 im Schnitt, aber sie hatten vorher schon 352. Das heißt, sie haben nur 5 Level gepackt. Wiederum muss man aber sagen, bei der Ritterhalle ging es ordentlich ab, auch bei den Kollegen. Ja. Von 870, was schon gar kein schlechter Wert war für diesen Platz, auf 968. Das ist hart. Also, was ich jetzt nicht weiß, ich hatte gehört, dass vor dem letzten Vergleich Hollywood einige Rathaus Ritterhallen 20 Spieler wohl eingeladen hat in die Gilde, um den Rekord zu schaffen. Das war auch kurz vor meinem Gildenvergleich. Möglicherweise sind dann von Savaria Legio Spieler vielleicht sogar zu Hollywood gewechselt und sind wieder zurück, die halt eine hohe Ritterhalle haben. Ansonsten lässt sich dieser ganz hohe Wert halt auch nur schwer erklären. Trotzdem ist der Wert da. Das ist der zweithöchste Wert.
Und damit hat Savari Lego den 12. Platz natürlich auch weiterhin gefestigt. Aber sie müssen vom Level her ein bisschen aufpassen. Narrentum ist nicht weit weg, wollen wir es mal so sagen. Und die hatten auch eine gute Zeit. Also hier Savari Lego so von Narrentum kommt so ein bisschen ran. Ja, müssen sie wissen. Ja. So. Genau, die Lücke, die quasi für Narrentum sehr hoch war, ist jetzt nach wie vor da zu Rang 11. Savari Lego also auch so ein bisschen alleine hier im 12. Denn der Abstand zu Olympia ist gewachsen. Olympia mit 363 Level im Schnitt. Sie haben 7 Level gepackt. Sie sind von der Ritterhalle auf 855 gerutscht, damit 43 gepackt in dem Monat, was auch, wie gesagt, ein ordentlicher Wert ist. Ähnlich gut wie Narrentum unterwegs. Also, die klopfen auch weiterhin in den Top 10 an. Also, das ist jetzt nicht so, dass sich die Top 10 hier abhebt. Wollen wir mal gucken, wer 10. Platz ist. 10. Platz sind die Shadow Hunters. Und die Shadow Hunters waren vorher nicht 10. Platz. Die Shadow Hunters sind nämlich sehr stark aufgetreten. In dieser Zeit haben 12 Level im Schnitt geschafft. Damit eben Olympia überholt und Savari Lego hinter sich gelassen mit Abstand. Und auch bei der Ritterhalle ging es immerhin von 799 auf 845, damit 46 Ritterhallenpunkte geschafft in dem Monat. Verdienter 10. Platz im Moment. Und geht gut. Und sie hatten vor allen Dingen in der Ritterhalle aufzuholen. Also für diesen Platz mussten sie da ein bisschen was machen. Das haben sie geschafft. Das müssen sie jetzt natürlich auch halten. Denn es ist natürlich jetzt kein großer Abstand. Ne? Man wird sehen, was mit Savari Lego ist. Narrentum hatte eine gute Zeit. Also die dürfen hier nicht nachlassen, wenn sie den Platz halten wollen. In diesem Gildenvergleich, ja. So, selber. Sind sie ja gar nicht nämlich alleine 10. Platz. Also eigentlich teilen sie sich den Platz. Red Wings sind im Moment 9. bei mir in der Liste, weil sie eine höhere Ritterhalle haben. Also Red Wings hatte auch eine super Zeit. Sie haben immerhin auch 8 Level geschafft. Damit, sind sie, also die Shadowhunters konnten nicht an denen vorbei, weil sie auch eine gute Zeit hatten. Haben aber jetzt auch Olympia und Savari Lego hinter sich gelassen. Und haben auch 46 Ritterhallenpunkte geschafft. Also sie sind bei 887, haben damit natürlich Vorteile gegenüber den Shadowhunters, die sie sicherlich halten wollen. Dieser Kampf um hier Top 10 ist mehr als knapp. Also das ist wirklich weiterhin sehr, sehr spannend. Wie sieht es denn drüber aus? Husi kommt als nächstes. Husi, ja, hebt sich gerade so ein bisschen ab. Sind auf dem 8. Rang im Moment mit 366 Level im Schnitt, haben 10 Level geschafft in dem Monat. Das ist der zweithöchste Wert, wie wir gesehen haben. Und deshalb haben sie einen kleinen Vorsprung jetzt bei diesem Kampf. Sie sind in der Ritterhalle auch sehr aktiv gewesen. 941 Punkte, damit 71 Punkte im letzten Monat gemacht. Das ist der dritthöchste Wert. Und damit haben sie sich halt auch diesen 8. Platz verdient und erarbeitet. Husi war auch in der letzten Woche gar nicht schlecht unterwegs. Also die haben wirklich schon über einen längeren Zeitraum einen richtig guten Progress gemacht, diese Gilde. Die ist da jetzt eine richtige Top-10-Gilde und damals war sie eher gerade so Top 15. Also das ist einer der stärksten Fortschritte, muss man mal sagen, von einer Gilde, die schon lange auch irgendwo dabei ist. Also deshalb GZ, 8. Platz im Moment Husi und wie wir sehen, teilen sie sich den mit Rising Star im Groben. Oder eigentlich den 7. Platz, kann man so sagen. Teilen sie sich mit Rising Star. Rising Star ist, ja, warum ist Rising Star eigentlich drüber? Eigentlich hat Husi die größere Ritterhalle, muss man mal so sagen, aber mein Sortierprogramm hat das irgendwie wohl jetzt anders gemacht. Also sagen wir mal, Rising Star, eine gute Zeit gehabt, 8 Level geschafft, 45 Ritterhallenpunkte, das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Damit sind sie auch mit vielen anderen Gilden da ähnlich. Ja. Trotzdem muss man auch sagen, hat Husi sie dort theoretisch überholt. Also eigentlich Rising Star 8. und Husi sogar 7. Platz. Ist eigentlich wirklich sehr knapp. Also das ist krass, ne? Also es gibt hier 5, 6 Gilden, die ganz knapp beieinander sind und wo jederzeit auch mal eine Reihenfolgeänderung passieren kann, ja. Das ist hart. Hungry Hippos halten sich diesen ganzen Gilden-Kladderadatsch noch weg auf den 6. Platz mit 369 Levelpunkten, im Schnitt 7 geschafft, haben auch 60 Punkte in der Ritterhalle immerhin geschafft. Auf 895, also auch kurz vor 900. Hungry Hippos damit immer noch gut genug, um sich diese Gruppe hier noch ein bisschen vom Hals zu halten. Der Abstand ist aber, wenn man mal sieht, hier, die haben 7 gemacht, die hatten 8, die hatten 10, die hatten 8, die hatten 12.
Und immerhin auch hier 7. Also der Abstand ist ein bisschen kleiner geworden für die Hippos. Aber ja, ne, die sind trotzdem immer noch hungrig. Das ist auch schön zu sehen, ja. Und dann sieht man halt, okay, gibt es dann halt einen Abstand. Ne? Der Abstand ist größer geworden. Die Holzfällerhütte, 381 im Level, haben 9 Level geschafft, dritthöchster Wert, mit anderen Gilden zusammen. Aber es ist natürlich erstaunlich zu sagen, dass eine Gilde, die eh schon sehr hohes Durchschnittslevel im Schnitt hat, trotzdem dritthöchsten Wert geschafft hat in dem Monat. Das spricht für die Holzfällerhütte. Und ja, die Ritterhalle entsprechend ordentlich auch auf fast 950 verbessert. Ja, aufgrund so einer Leistung sind sie halt meilenweit entfernt von diesen anderen Gilden, die dort Plätze streitig machen wollen. Holzfällerhütte ist dort von der Seite gefestigt. Mehr als gefestigt, mehr als vorher aufgrund dieser starken Leistung. Und Casino Royale, die ja vorher die Knights waren, die auch weit oben waren, die haben auch nochmal gezeigt, dass es geht. Die haben sie nämlich noch ein besseres Ergebnis geschafft als die Holzfällerhütte. Und haben der Holzfällerhütte quasi auch gezeigt, nach oben wird es aber auch schwierig vorzukommen, denn die haben 10 Level im Schnitt gepackt und sind auch fast bei den 1000 Ritterhallenpunkten mit 63 im Schnitt. Also das ist der vierthöchste Wert gewesen für die Ritterhalle, auf 987 Punkte erhoben. Das heißt, die Holzfällerhütte steht da so ein bisschen, trotz einer guten Leistung, auch alleine da, weil nach oben geht halt auch nichts. Also schon stark. Ja, ja sie haben da so eine Blaupause. Ja. Jetzt kommt Dead Valley und ich muss gleich mal nach oben gehen, denn der zweite Platz, also Casino Royale kämpft mit dieser Leistung auch im Moment um den zweiten Platz, denn Dead Valley und Crit Happens hatten auch eine gute Zeit, aber nicht ganz so gut wie Casino Royale. Beide haben im Moment 386er Durchschnittslevel, beide haben auch eine recht hohe Ritterhalle. Crit Happens da am schlechtesten abgeschnitten jetzt von diesen Werten, trotzdem gut. Und ja, man muss sagen, also hier gibt es einen Dreikampf um den Rang 2 im Moment. Holzfällerhütte ist zu weit weg, um zu sagen, dass sie da im Moment noch relevant sind. Zumindest von den Werten. Wir können es uns gleich mal in der Ehrenhalle angucken. Ja, und unangefochten an der Spitze dann Hollywood. Sie haben die 1000 Ritterhalle, aber sie halten auch die 1000 Ritterhalle. Das heißt, selbst wenn andere Spieler mal da waren für den Rekord, sind auch Spieler nachgerückt, die auch die Ritterhalle jetzt auf 20 anscheinend haben oder was auch immer. Sie sind unangefochten Rang 1 auf dem Server. Sie haben auch 7 Level geschafft. Und klar, in der Ritterhalle kann man jetzt nicht mehr großartig steigen. Ne? Also, was soll da passieren? Also, das heißt, diesen Wert kann man jetzt auch nicht negativ sehen. Ja? Es ist halt das Maximum. Ja? Also, wir können, wenn die anderen Gilden nachziehen, irgendwann sogar aufhören, die Ritterhalle aufzunehmen. Also, bei den Raids könnte man es auch machen. So sieht es im Moment auf jeden Fall aus. Und wie gesagt, wir gucken jetzt nochmal ganz fix in die Ehrenhalle der Gilden, ob sich das so ein bisschen deckt mit den Angaben, die wir hier gerade gesehen haben. Und zwar, zack, gehen wir mal auf die 1. Hollywood da eine 1, die Ehre ist extrem. Wir sehen, Dead Valley haben sogar im Moment nur 49 Leute. Das heißt, wenn dann noch jemand dazu käme, würde die Ritterhalle noch steigen. Also dann wären sie auch bei fast 980. Und in der Ehre sind sie an Crit Happens vorbeigezogen. Das heißt, anscheinend gab es dort auch mal Kämpfe, die gewonnen wurden im direkten Vergleich. Also das interessant. Dadurch Crit Happens im Moment eher auf der 3. Der Vorsprung zu Casino Royale ist da. Casino Royale selber hat sich gegen die Holzfällerhütte auch ein bisschen behauptet. Also klar, es sind immer so 200 Ehrenhalle-Punkte, aber der Abstand nach unten ist halt größer. Also das, was wir auch gesehen haben bei den Werten, die ich dort habe. Also die 5 Gilden, also die Holzfällerhütte ist nach unten nicht angreifbar. Die bleiben 5. Platz, definitiv. Aber nach oben ist es auch schwierig halt. Ne? Also ich weiß nicht, wie Kämpfe dort mal stattgefunden haben. Ja, man sieht, dass die Gilden halt wirklich auch die anderen 5 Gilden da unten angreifen. Das, Crit Happens greift Husi an, Casino Royale greift Shadowhunters an, Holzfällerhütte greift die Hungry Hippos an. Also, das ist das beste Zeichen dafür, wenn direkt 5. gegen 6. und die Ehrenhalle, da gibt es keine Chance im Moment. Ja. Aber Hollywood greift auch Dead Valley an, das heißt unangefochten. Ja. Also die 4 werden sich wahrscheinlich nicht so wirklich angreifen wollen im Moment, weil die Chance immer da ist, dass man einen Kampf auch verliert. So habe ich das Gefühl.
Wenn ihr da, wenn es da einen Referenzangriff gibt oder irgendjemand weiß von den 4 Gilden, könnt ihr ja gerne mal schreiben, wie das zuletzt gewesen ist. Also es muss sehr, sehr, sehr spannend sein, ja. Genau. So. Ja, ansonsten Hungry Hippos Husi. Wir sehen Husi in der Ehre auch sehr weit vorne. Also, das ist krass, dass die Gilde erreicht hat, wirklich stark. Hungry Hippos aber auch, die haben auch weiter unten angefangen, das weiß ich auch noch. Aber ich glaube, Husi ist schon länger dabei. Also, ist spannend, die scheinen hier ein bisschen die Nase vorn zu haben. Husi greift auch Savaria Legio an. Ja, Savaria Legio da auf dem 12. Platz nur im Moment. Hungry Hippos greift Olympia an. Also, hier ist zwar die Ehre jetzt nicht so ein großer Abstand, aber es wird sich untereinander angegriffen. Aber es gibt jetzt auch keinen direkten Kampf, der das deutlich macht. Ja, Savaria Legio, wie gesagt, wird man sehen. Ein bisschen zu knabbern, sind aber vom Ehrenhallenfeld wohl auch noch vor Narrenturm und Gentleman's Club. Also die beiden, also die sind ja, Narrenturm stand ja auch so ein bisschen separat. Na, und hier sehen wir auch nochmal knapp hier unten, Gentleman's Club. Moha Power, bei mir in der Liste weiter unten gewesen, kämpfen trotzdem noch in den Top 15 mit, definitiv. Von der Ehrenhalle her. Prophecy, die sich ja gefangen haben, Explosion dabei, was von den Werten her etwas besser aussah. Aber die greifen sich auch nicht untereinander an. Die haben die gleiche Ehre sogar, Wuselbande Explosion. Party Lounge auch nur 20 Punkte. Also ich glaube, hier wird sich auch nicht wirklich angegriffen, oder? Gentleman's Club, okay. Gentleman's Club und Party Lounge. Da scheint es dann doch sicher zu sein, dass man gewinnt, aber ja, vielleicht auch nicht. Das sehe ich jetzt nicht. Goodfellas halten sich auch noch. Und die anderen Gilden, also Blackclaw im Moment 23. Platz in der Ehrenhalle. Die haben es am schwierigsten, wie es aussieht. Ich sehe jetzt nicht, wer die angreift. Die werden anscheinend gerade nicht angegriffen, greifen selber nur an. Aber auch eher eine Gilde, die weiter, naja gut, ja, deutlich weiter unten ist. Also, Blackclaw, bin gespannt, was da passiert. Aber ja, wir haben es an den Werten auch gesehen, im Moment die schwächste Gilde dieser Top 21. Und die anderen Gilden aber hier, Partia, Laseski, Extreme Madness, sind vom Durchschnittslevel nicht besser. Also sonst hätte ich sie auch mit aufgenommen. Solange das nicht passiert, nehme ich sie nicht mit auf, lasse es bei 21 Gilden. Ja, das war der Gildenvergleich und so ein bisschen Serveranalyse W50. Wie gesagt, Players to Watch kommen. Wann entscheidet ihr ein bisschen? Also einfach ordentlich liken. In den nächsten 2 Wochen kommt der Part dann. Ich hoffe, das Video trotzdem hat euch auch gefallen hier, ohne den Players to Watch. Ich finde es mega interessant, mega spannend. Ist auch immer ein bisschen Arbeit, aber die mache ich mir gerne. Und ja, wir haben auch gesehen, dass ein paar Gilden nur 49 Leute sind, aber ansonsten sieht es eigentlich alles top aus. Ja, also das kann man auch nochmal sagen. Jetzt keine, die jetzt halt 46 oder so hat, wo man denkt, was ist da gerade los? Ist ja auch immer nur eine Momentaufnahme, aber ja, das war's von mir auf jeden Fall. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.